Kommutativgesetz. Gerade hatten wir Assoziativgesetz, mit einfachen Wörtern gesagt. Assoziativgesetz, ich setze einfach Klammern, um zu zeigen, was ich zuerst ausrechnen möchte. Kommutativgesetz ist nichts anderes als unsere Tauschaufgabe. Bei Addition und bei Multiplikation kann ich die Zahlen tauschen, so wie es für mich einfacher ist. Das bedeutet, in dem Beispiel, wo wir Assoziativgesetz angewendet haben, da hatten wir schon die Zahlen in einer Reihenfolge und ich habe gesehen, wenn ich hier Klammern einsetze, wenn ich das zuerst ausrechne, dann ist es ganz einfach für mich. Aber was, wenn ich so ein Beispiel hätte? 8 mal 7 mal 125. In welcher Reihenfolge könnte man das ausrechnen? Genau, aber du kannst nicht Klammern einsetzen, um zu zeigen, dass man 8 und 125 zuerst ausrechnet. Deswegen haben wir Kommutativgesetz. Wenn ich möchte, kann ich noch zusätzlich Klammern einsetzen, brauche ich aber nicht unbedingt. Ich habe jetzt gezeigt, in welcher Reihenfolge ich das ausrechnen möchte. Und dann 1000 mal 7 ergibt. Okay, könnte jetzt jemand ganz schnell, also so wir gerade in 10 Sekunden, jetzt sagen, also 8 mal 7 ist gleich 56. Und jetzt 56 mal 125. Kopfrechnen ist eindeutig viel einfacher. Das bedeutet, hier gibt es auf jeden Fall irgendwelche bestimmte Reihenfolge. Du kannst auch 125 mal 8 und dann mal 7. Spielt gar keine Rolle. Wie du das im Kopf ausrechnest, ist doch unwichtig. Das Wichtigste ist, das ist unsere erste Multiplikationsaufgabe, wie man das macht, aber auf jeden Fall nur erst am Ende mit 7 multiplizieren. Dann Kommutativgesetz bei Addition. Wie kann man dann diese Aufgabe günstiger ausrechnen? Was sollte man zuerst ausrechnen? Genau, hier kann ich auch nicht Klammern setzen, um zu zeigen, dass ich zuerst 150 mit 850 rechne. Deswegen muss ich natürlich Reihenfolge ändern. Dafür brauche ich unser Kommutativgesetz. Nichts anderes als Tauschaufgabe. Ich tausche die Zahlen, dann schreibe ich richtige Reihenfolge. 150 plus 850 ist gleich 1000 und dann muss ich 378 dazu. Und dann hätte ich am Ende ganz einfache Additionsaufgabe. Das war's. Eigentlich, dieses Gesetz ist nichts anderes, was wir vorher schon gemacht haben. Aber das hatte andere Namen gehabt. Da hat man einfach gesagt, das ist unwichtig, in welcher Reihenfolge ich die Zahlen addiere, ja? Bei Kommutativgesetz, da wo ich die Zahlen umgestellt habe. Tauschaufgabe. Das war Tauschaufgabe, Kommutativgesetz. Ich habe bei Addition und Multiplikation die Zahlen umgestellt.